Hallo, mein Name ist Ulrike Ludwig. Ich bin Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit. Das ist die Epoche zwischen 1500 und 1800 und vor allen Dingen eine Epoche, sozusagen, die mit der europäischen Geschichte zusammenhängt. Und zugleich bin ich eine der beiden DirektorInnen am Käthe-Hamburg-Kolleg hier in Münster. Mein Name ist Peter Östmann, ich bin einer der beiden Direktoren des Käthe-Hamburger-Kollegs. Ich bin seit 20 Jahren Professor an der Universität Münster für bürgerliches Recht und deutsche Rechtsgeschichte und ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit der Geschichte des Prozessrechts und der Gerichtsbarkeit im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Am Käthe-Hamburger-Kolleg beschäftigen wir uns mit dem Miteinander, Gegeneinander und Nebeneinander von Recht in unterschiedlichen Räumen und in unterschiedlichen Zeiten. Wir gehen davon aus, dass Vielfalt von Recht und von Rechtsordnungen typisch ist für die meisten Formen der Geschichte und dass das zu ganz bestimmten Problemen führt, die in unterschiedlicher Art und Weise in verschiedenen Räumen und Zeiten gelöst worden sind. Genauso gibt es eine Gegenbewegung in Richtung Einheit von Recht, die historisch aber relativ selten nur verwirklicht worden ist und auch mit bestimmten Nachteilen verbunden ist, aber auch mit ganz bestimmten Vorteilen. Und je nach Forschungsfeld, also Geschichtswissenschaft, Rechtsgeschichte oder Anthropologie und nach Untersuchungsraum und Untersuchungszeit ändern sich dort die Probleme und auch die Problemlösungen. Und darüber kommen wir hier ins Gespräch, im Wesentlichen in Form von Mündlichkeit, also durch Diskussionen, durch Veranstaltungen und auch durch relativ ungezwungene Gespräche, die wir miteinander führen. Die Idee oder der Ausgangspunkt des Käthe-Hamburger-Kollegs ist eine doppelte Beobachtung. Zum einen können wir beobachten, und das hat die Forschung auch auf vielfältige Weise bereits gezeigt, dass Formen der Rechtsvielfalt als Strukturmerkmal des Rechts zu gelten haben und dass es sie quasi in allen Gesellschaften und damit auch in allen Rechtssystemen immer gab. Zugleich, und das ist sozusagen das Doppelte an dieser Beobachtung, kann man aber auch feststellen, dass es immer Bestrebungen gab zur Rechtsvereinheitlichung. Es geht weniger darum, oder es gab wenige Fälle oder eigentlich keine Fälle von Rechtseinheit, aber es gab immer die Idee, sozusagen Recht zu vereinheitlichen, Rechtsprechung zu vereinheitlichen, Gerichtsstrukturen zu vereinheitlichen, um der Vielfalt Herr zu werden. Der Hintergrund ist eben häufig, dass Rechtsvielfalt nicht, also häufig auch nicht, aber immer wieder auch als problematisch erlebt wurde und man dem begegnen wollte. Dieses Phänomen der Gleichzeitigkeit von Rechtsvielfalt und Rechtseinheit, diesem Phänomen gehen wir im Käthe-Hamburger-Kolleg nach. Zum einen schauen wir uns separat Phänomene an von Rechtsvielfalt, aber eben auch von Rechtsvereinheitlichung. Zum anderen, und das finde ich, ist der besondere Clou am Kolleg, geht es uns aber auch um die relationale Verschränkung von Rechtsvielfalt und Rechtseinheit. Das bedeutet zweierlei. Zum einen können wir sagen, dass es uns um eine Beobachtung zweiter Ordnung geht. Also die Frage ist, wenn ich Rechtsvielfalt beobachte, muss ich Einheiten bilden. Das heißt, ich habe auf dieser Beobachtungsebene immer schon beides dabei. Ich habe Rechtsvielfalt, aber eben auch Einheiten, die als Einheiten begriffen werden. Und wenn ich Rechtsvereinheitlichung mir anschaue, habe ich auch das Phänomen, dass ich von Dingen absehe. Also wenn ich sage, eine Form der Rechtsvereinheitlichung ist es zum Beispiel, dass Bürger einer Stadt einem Recht unterworfen waren, klammere ich aus, dass es neben den Bürgern eben auch Einwohner gab, die mit einem ganz anderen Recht unterwegs waren oder Rechtsenklaven in der Stadt gab, die auch ein anderes Recht hatten. Das heißt, wenn ich Rechtsvereinheitlichung oder Rechtseinheit beobachte, blende ich Rechtsvielfalt bewusst aus. Zum anderen, und das ist sicherlich ein Punkt, der mehr diskutiert werden muss, auch in der Forschung, können wir auch diese relationale Verschränkung als empirisches Phänomen fassen. Ein klassisches Beispiel aus der Vormoderne wäre die Caroliner, also eins der großen, das große Reichsgesetz sozusagen zum Strafrecht 1532 auf dem Reichstag erlassen, eng natürlich mit dem Namen von Kaiser Karl V. verbunden. Das ist ein Rahmengesetz, was als Rahmengesetz in das Alte Reich, also in das Heilige Römische Reich deutscher Nation hineinwirkte und damit einerseits Rechtsvielfalt schuf, weil es neben den gleichzeitig bestehenden anderen
sozusagen Strafgesetzen wirksam wurde. Aber andererseits ist es als Rahmengesetz, hat es auch den Effekt, dass sich zunehmend territoriale oder auch städtische Strafrechtsgesetze an dieser Carolina orientierten und damit eine Vereinheitlichung stattfand. Das heißt, wir können auch hier eine spezifische Form des relationalen Zusammenhangs sehen, von Einheit und Vielfalt im Recht. Und darum geht's. Zurzeit beschäftigt mich vor allen Dingen die Frage dieses relationalen Zusammenhangs von Rechtsvielfalt und Rechtsvereinheitlichung. Also wie können wir das eigentlich in frühneuzeitlichen Gesellschaften fassen? Ich untersuche das vertieft an 3 Aspekten, die ich einfach nur ganz kurz benennen will. Jeder dieser Aspekte könnte hier lang diskutiert werden. Mich interessiert es zum einen, oder ich untersuche das zum einen anhand des Themas von herrschaftlicher Gnade, von zunehmend verrechtlichter herrschaftlicher Gnade, die eine Form von Rechtsvielfalt ausbildet. Mich interessiert es zum anderen in dem europäisch vergleichenden Zugriff mit Blick auf die Frage von fragmentierenden Rechtsräumen in vormodernen Städten und den Mustern, die wir hier erkennen können. Und zum dritten an einem sehr speziellen Beispiel, dem ersten territorialen Simultaneum im Alten Reich, Pfalz-Sulzbach, und hier dem Phänomen, wie eine neue Form von religiöser Vielfalt und damit eben auch Rechtsvielfalt, im Zuge dessen auch Rechtsvielfalt etabliert wird und wie damit umgegangen wird. Und in allen 3 Fällen kann man 2 Dinge fragen, eben einerseits, wie hängen Rechtseinheit und Rechtsvielfalt zusammen, wie wird das organisiert, wie ist auch sozusagen unser Beobachtungsstatus darauf, zum anderen aber eben auch, also wie gehen eigentlich frühneuzeitliche Gesellschaften genau mit diesen Phänomenen um? Im Moment beschäftige ich mich im Wesentlichen mit 2 Themen. Das erste betrifft eigentlich die deutsche Rechtsgeschichte des späten Mittelalters und dort geht es um das Konzept des Kaiserrechts. Kaiserrecht konnte das rezipierte römische Recht bedeuten, also den Gegensatz zwischen einheimischer Rechtsgewohnheit und dem gelehrten Recht aus Italien. Kaiserrecht konnte aber auch eine Bezeichnung sein für Recht, was man einfach als Inbegriff der Gerechtigkeit angesehen hat. Und dort habe ich mich mit Handschriften beschäftigt, des sogenannten Schwabenspiegels, einem oberdeutschen Rechtsbuch aus dem 13. Jahrhundert, das in ganz vielen Handschriften auch in Nord- und Ostdeutschland verbreitet war und dort häufig als Kaiserrecht bezeichnet worden ist. Und mich interessiert dort die Frage, ob das Kaiserrecht ein Synonym ist für deutsches Recht im späten Mittelalter und ob es also eventuell eine Form von nicht-römischer Rechtseinheit auch gegeben hat im deutschsprachigen Raum. Das ist hoch umstritten. Das ist im 18. Jahrhundert diskutiert worden. Aus politischen Gründen ist die Frage seit dem Zweiten Weltkrieg selten aufgeworfen worden. Und das finde ich interessant. Und das zweite Thema, was eigentlich mich seit langem schon betrifft, ist die Quellenerschließung und auch die Edition frühneuzeitlicher Rechtsquellen. Und dort beschäftige ich mich im Moment mit einem Rechtsstreit aus dem Baltikum, aus der Zeit um 1600. Dort prallt also hansische Rechtsgewohnheit aufeinander, römisches Recht, polnisches Königsrecht, das gehörte damals zum Königreich Polen. Und der Fall, an dem sich das alles irgendwie kristallisiert, ist ein Konflikt um den Syndikus der Stadt Riga namens David Hilchen. Dort gibt es umfangreiche Prozessakten im Umfang von ungefähr 2000 Seiten im Staatsarchiv Riga und ich bin gerade dabei, die zu edieren, zusammen mit Mitarbeitern und Hilfskräften. Man kann das vielleicht in 3 Punkte teilen. Der erste Punkt ist, die Relevanz des Kollegs ergibt sich aus dem interdisziplinären Zugriff. Wir können beobachten, dass natürlich Formen der Rechtsvielfalt, Rechtsvereinheitlichung in vielen Feldern gut untersucht sind. Also auch da gibt es noch große Lücken, die man natürlich schließen will. Aber das, was vor allen Dingen fehlt, ist eine interdisziplinäre Diskussion darüber und auch eine interepochale Diskussion über diese Phänomene. Gewinnen können wir damit zweierlei. Wir können einerseits natürlich ganz individuell sozusagen besser verstehen, worüber wir sprechen. Aber wir können vor allen Dingen Phänomene wir haben einen komplexeren Zugriff auf Phänomene, indem wir eben Rechtsgeschichte, Geschichte, aber auch Anthropologie zusammenführen und verschiedene Perspektiven auf
zum Teil auch das gleiche Phänomen werfen und mit diesen Perspektiven unterschiedliche Dinge sehen. Und wenn wir voneinander wissen, was wir da sehen, gewinnen wir einfach für unsere eigene Perspektive. Und dafür ist das Käthe-Hamburger Kolleg der ideale Ort. Und wir finden inzwischen zunehmend auch in der Diskussion zueinander. Also wir verstehen zunehmend besser, was wir jeweils meinen, wenn wir etwas sagen. Der zweite Punkt, der aus meiner Sicht zentral ist, oder mit Blick auf die Relevanz des Kollegs und der Forschung hier am Kolleg zentral ist, ist die Erkenntnis, dass wir historischen Wandel anders fassen müssen. Also es gibt allerorten die Forderung, dass die großen Narrative über Bord geworfen werden müssen. Wir brauchen neue Formen historischen Wandels zu erklären und wir können diese neuen Narrative und auch neue Formen, wie überhaupt Narration entsteht, nur schaffen, indem wir gemeinsam an Themen arbeiten. Und auch das ist im Kolleg, da ist so ein Kolleg eine unglaubliche Chance, da miteinander zu diskutieren, dass wir einfach nicht vorschnell bestimmte Entwicklungen sehen, weil wir eben unseren speziellen Fall angucken, dass wir stärker nach Mustern fragen, nach zeitlich versetzten und auch zum Teil auch wiederkehrenden Mustern, zum Beispiel von Vereinheitlichung und weniger sozusagen eine gesamtgesellschaftliche Struktur oder einen politischen Wandel vorschnell sozusagen als eine zentrale Bewegung beobachten können. Und in einer dritten Perspektive ist das Kolleg mit seinem Thema interessant und wichtig vielleicht auch für unsere Gesellschaft, unsere Gegenwartsgesellschaft, weil es helfen kann, ein bisschen gelassener mit Phänomenen umzugehen. Also weil wir beobachten können, und da ist die Vormoderne ein wunderbares Beispiel. Die Vormoderne ist geprägt von Rechtsvielfalt, wenn man in die Akten guckt, wo man denkt, wie ist das überhaupt gelungen, Recht zu sprechen in dieser Zeit. Das ist so unklar mitunter sozusagen von den Zuständigkeiten. Die Leute halten sich nicht dran, die gehen an irgendein anderes Gericht, wo man sagen würde, wie geht das? Also wieso funktioniert das? Und das, was wir beobachten können, es geht schon. Und das ist vielleicht nicht alles ideal. Und gerade wenn ich als Jurist oder als Juristin drauf gucke, wundert man sich vielleicht mitunter. Aber es zeigt eben doch, dass Gesellschaften in der Lage sind, mit der Komplexität, die sie selbst aufführen, auch umzugehen. Und das hilft vielleicht auch in den aktuellen Debatten, wo man sagen muss, nicht jede Komplexität und nicht jede schwierige Struktur ist gleich der Untergang, sondern wir müssen vielleicht gelassener damit sein, was da passiert und vielleicht auch erst mal gucken, was überhaupt passiert, bevor wir sagen, wir müssen alles ändern. Die wesentliche Relevanz von Forschung besteht darin, dass Erkenntnisse vermehrt werden. Das ist in der Geschichtswissenschaft und in der Rechtsgeschichte vor allem durch die Quellenerschließung der Fall. Wenn man neue Quellen erschließt, weiß man hinterher mehr als vorher. Das betrifft aber auch die Frage der Interpretation. Es gibt ja ungefähr alle 40 Jahre sogenannte Paradigmenwechsel, wo sich einfach Grundannahmen des Faches als falsch herausstellen. Plötzlich tauchen neue Interpretationsmuster auf, es tauchen völlig neue Fragestellungen auf und auch Material, was man schon kennt, wird in ganz anderen Zusammenhängen nutzbar gemacht. Das ist unter anderem der Reiz der Interdisziplinarität, dass wir merken zum Beispiel, dass Anthropologen ganz andere Fragestellungen verfolgen, wenn es um den Schutz von Schwächeren geht, wenn es um die Nachteile geht von Rechtsvielfalt. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Und durch die Diskussion mit Vertretern anderer Fächer habe ich meine eigenen Forschungsergebnisse jetzt in ganz anderem Licht erlebt, sehe vieles viel negativer als früher, beurteile die Rechtseinheit jetzt viel positiver als vorher. Und das sind eigentlich auch Forschungsergebnisse, die nur durch den Kontakt mit Kollegen überhaupt für mich möglich gewesen sind. Der besondere Reiz des Käthe-Hamburger Kollegs als Format ist aus meiner Sicht, dass wir hier die Chance haben, Forscherinnen und Forscher, die zu unserem Themenfeld, also zur Einheit und Vielfalt im Recht arbeiten, an einem Ort zusammenzubringen und in die Diskussion miteinander zu bringen. Und diese Chance gibt es in der Wissenschaft selten. Und genau das macht die Käthe-Hamburger Kollegs als Format besonders wertvoll
für wissenschaftliches Arbeiten. Etwas pathetisch in der Sprache des 19. Jahrhunderts würde man sagen, die symphilosophische Geselligkeit. Und das heißt Einsamkeit und Freiheit, aber in Gemeinschaft. Das war eigentlich das alte Universitätsideal, was verloren gegangen ist durch übermäßige Lehrbelastung, durch Verwaltungsaufwand. Und das haben wir hier nicht. Das heißt, wir haben eine ungezwungene Gemeinschaft von Gastwissenschaftlern, die extra zu uns nach Münster kommen und die genießen hier Freiräume für Geisteswissenschaften. So heißt das Programm, über das wir finanziert werden. Und das ist im Austausch untereinander wirklich etwas ganz Einzigartiges. Das heißt, die Menschen kommen zu uns zu Besuch, weil Münster für sie interessant ist. Das ist ein großes Kompliment eigentlich auch für uns. Wir kommen gemeinsam in die Diskussion über unterschiedliche Forschungsgegenstände. Wir lesen Texte, die wir gemeinsam schreiben, um an einem Lexikon zu arbeiten, einem Glossar über Einheit und Vielfalt im Recht. Wir wollen gemeinsam einen Quellenreader erstellen, das heißt, wir lesen auch gemeinsam Quellen. Wir diskutieren über Quelleninterpretationen und das geht nur in einem vergleichsweise kleinen Kreis. Und deswegen haben wir im Schnitt ungefähr 10 Gastwissenschaftler, sogenannte Fellows, die hier vor Ort für ungefähr ein Jahr auch sind. Die sind ja auch im Kolleg und arbeiten hier. Wir haben einen Kreis von Mitarbeitern und mit denen haben wir diese ungezwungenen Treffen, wo wir über Forschung reden. Wir haben einmal in der Woche einen verhältnismäßig festen Kaffeetermin. Wir haben einige Tagungen und Veranstaltungen, aber insgesamt soll es hier schon eine ruhige Atmosphäre sein. Man soll hier gerne arbeiten, sich dann aber wieder auch gern treffen und darüber austauschen. Und über diesen Austausch, da lernt man unglaublich viel, und zwar gerade auf die informelle Art und Weise. Und deswegen genießen wir diese Freiräume tatsächlich und freuen uns eben, dass es dieses Kolleg auch gibt.